Vorhat illegale Arbeiter beschäftigt, ohne mein Wissen? Ohne dein Wissen? Das kannst du vielleicht deinem Hausmütterchen erzählen, wenn es noch mal wiederkommt. Aber vor Gericht kommst du damit nicht durch. Julia. Nicole und ich. Ja, was? Wir haben uns verliebt. Egoistisches, kleines, egoistisches Ich mach's wieder gut. Irgendwie mach ich's wieder gut. Also ist zu spät. Arne, ich verspreche dir, deine Firma wird dir bald wieder ganz alleine gehören. Unter einer kleinen Bedingung. Und die wäre? Eine gemeinsame Nacht. Eine Nacht mit dir? Wenn du deine Firma wieder haben willst? Das ist ja wohl das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich noch mal mit dir... Dieses traurige Kapitel habe ich endgültig abgehakt. Ich fand dieses Kapitel recht amüsant. Wie kann ein Mensch auf so eine Idee kommen? Du bist wirklich krank. Du solltest dankbar sein, Arno. Andere Männer werden viel schlechter für ihre Liebesdienste bezahlt. Ich möchte nicht, dass du etwas Unüberlegtes tust. Du musst dich nicht jetzt entscheiden. Denk in Ruhe über mein Angebot nach. Und die schönen alten Zeiten und die vielen Nächte. Fass mich nicht an. Immer noch der alte Arno, wild und ungestüm. Mein Gott, wo bin ich hier? Stundenhotel. Arno! Ich warte auf deine Antwort. Für dich ist das Stundenhotel Tag und Nacht geöffnet. Morgen, Julia. Morgen. Warst du beim Friseur? Sieht man das nicht? Doch. Sieht schön aus. Danke. Hast du heute keinen Termin? Bis jetzt noch nicht. Na ja, dann könntest du ja nach Friedenau fahren und ein bisschen ausreiten. Christoph ist nicht da. Was soll ich da in Friedenau? War ja nur ein Vorschlag. Geh schon. Hi, Sebastian. Ich habe schon auf dich gewartet. Einer reicht mir aber nicht. Ja, später. Das heute Morgen war echt der Hammer. Ich hatte schon richtig Entzugserscheinung. Julia. Immerhin weißt du noch meinen Namen. Natürlich. Schön, dich zu sehen. Ja, ich bin auch so froh, dass du gekommen bist. Komm, wir gehen rüber. Nee, bitte. Also, ich muss sowieso an die frische Luft. Ups, Entschuldigung. Vielleicht solltet ihr eine Krisensitzung halten. Was soll das bringen? Wenn das so weitergeht, dann zieht Julia eh bald aus und ich kann ihr allein versauern. Ich bin ein guter Trostspender. Ja, spar dir das für deine Schwarzwaldmädels in Freiburg auf. Freiburg liegt im Breisgau. Ja, und ich lieg hier in Düsseldorf, allein. Und wenn du jedes Wochenende runterkommst? Also erstens würde mich die Fahrerei nerven und zweitens habe ich auch keinen Bock auf eine Wochenendbeziehung. Und warum kommst du nicht gleich ganz mit? Ich habe hier einen Job und eine Wohnung. Einen Job und eine Wohnung findest du in Freiburg auch. Ja, schon. Aber hier in Düsseldorf ist eben immer noch meine beste Freundin. Könntest du mir bitte mal die Milch rübergeben? Die Milch, bitte. Die Milch. Ach. Lass mal, ich mach das schon. Danke. Was ist denn heute los mit dir? Ach, nichts ist. Es hat den Anschein, als wärst du mit dem falschen Fuß aufgestanden. Bin ich aber nicht. Danke. Du hast doch gestern gesagt, du willst zu Clarissa, wegen der Sache mit der Firma. Ja, habe ich gesagt. Und wie ist es gelaufen? Ja, wie es so läuft, wenn man bei Clarissa ist. Jetzt lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Was hat sie gesagt?
hat mir ein Angebot gemacht. Ein Angebot? Was denn für ein Angebot? Ein Angebot eben. Musst du immer alles wissen? Entschuldige, man wird ja noch fragen dürfen. Also was ist das für ein Angebot? Nichts ist mit dem Angebot. Lass mich in Ruhe. Wie siehst du denn aus? Ist es so schlimm? Hast du die selber geschnitten? Aber warum denn? Du hast doch selbst gesagt, dass ich endlich erwachsen werden soll. Was hat denn das mit deinen Haaren zu tun? Naja, weil ich will einfach ganz neu anfangen. Und wie soll dieser Neuanfang ausschauen? Abgesehen von den Haaren natürlich. Ich will einfach kein Girlie mehr sein. Ich will jetzt zu dem stehen, was ich mache. Ich will einfach viel ehrlicher sein. Auch in der Sache mit Marc Gebhardt? Das ist doch jetzt vorbei. Ich will aber trotzdem wissen, wie alles gelaufen ist. Naja, ich war ihm verliebt und Marc, er war immer total lieb zu mir. Hat er mit dir... Marc, er war wie ein guter Freund zu mir. Kathi, ich möchte wissen, ob er mit dir geschlafen hat, ja oder nein? Nein, mit mir nicht. So? Mit wem denn sonst? Was meinst du denn? Gebhardt hat was mit Clarissa. Dabei hat sie mir immer noch gesagt, dass Marc mit einem... Clarissa hat ein Verhältnis mit Gebhardt. Woher weißt du das denn? Ich habe sie zusammen erwischt. Auf deine gelungene Überraschung. Auf den hochmoralischen Arno und mein nicht ganz so moralisches Angebot. Aber muss das gleich eine ganze Firma sein? Für eine einzige Liebesnacht? Hättest du vielleicht auch eine goldene Uhr getan, oder nicht? Oder ein Spielzeugbagger. Trotzdem, ich verstehe nicht ganz, was du noch von ihm willst. Ich dachte, du hättest ihn als Liebhaber längst zu den Akten gelegt. Ich lege niemanden zu den Akten, solange ich noch meinen Spaß mit ihm haben kann. Aber wenn er auf dein Angebot eingeht, dann bist du die Firma wieder los. Eben nicht. Dann bekomme ich beides. Arno und die Firma. Ach, wieso? Nachdem ihn sein Hausmütterchen verlassen hat, habe ich doch ein leichtes Spiel mit ihm. Wenn ich erst mal wieder mit ihm im Bett war, dann kommt er nicht mehr von mir los. Dann frisst er mir aus der Hand wie ein kleines Vögelchen. Clarissa, du bist sowas von gierig. Sag's nicht. Du weißt doch, ich werde immer gleich rot, wenn man mich lobt. Ja? Na, hast du dich wieder beruhigt? Mein Betragen heute Morgen war unmöglich, entschuldige. Ich war wohl etwas durcheinander nach meinem Besuch bei Clarissa. Ja, das habe ich gemerkt. Darf ich jetzt wenigstens erfahren, was sie gesagt hat? Natürlich. Deshalb bin ich ja hier. Ich höre. Also... Clarissa will mir die Firma überlassen. Ich habe ja gleich gesagt, mit dir kann man reden. Das Problem ist nur, mit Reden allein gibt sie sich nicht zufrieden. Sie möchte das... Sie will das. Was will sie? Naja, sie verlangt, dass ich mit ihr... Was? Clarissa gibt dir nur die Firma zurück, wenn du mit ihr ins Bett gehst? Genau das war ihr Angebot. Ja. Und wie hast du reagiert? Susanne, für wen hältst du mich? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich auf solchen Schwachsinn eingehe. Es tut mir leid. Sie will mich fertig machen. Endgültig. Und bevor ihr das nicht gelungen ist, da wird sie keine Ruhe geben. Wie hat sie denn reagiert, als du das Angebot abgelehnt hast? Abgelehnt? Ja, so deutlich abgelehnt habe ich es gar nicht. Ich habe ihr gesagt, dass sie krank im Kopf ist und dann bin ich auf und davon. Und jetzt? Wartet sie auf meine Antwort. Barbara, das ist eine Überraschung. Ach, tu nicht so scheinheilig. Du weißt ganz genau, warum ich hier bin.
Brauchst du ein paar Anregungen für deine neue Kollektion? Falls du meine Tochter noch einmal für deine schmutzigen Spielchen zwischen Christoph und dir benutzt, dann... Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Du hast sie doch in die Klauen dieses schmierigen Winkeladvokaten getrieben. Ach, wenn du die Sache mit Marc Gebhardt meinst. Kathi hat mich um Rat gebeten und ich habe ihr geholfen. Ihre Mutter hatte offenbar Besseres zu tun. Also ich war immer für meine Tochter da, wenn sie mich gebraucht hat. Wenn du nicht gerade Christoph hinterhergestiegen bist. Du redest vollkommenen Unsinn. Ich nenne die Dinge nur beim Namen. Schuld an der ganzen Geschichte bist nämlich alleine du. Du bist Christoph jahrelang hinterhergerannt. Nun wunderst du dich über deine Tochter. Was willst du damit sagen? Mit deiner Affenliebe für Christoph warst du für Kathi doch das beste Beispiel. Wieso? Kathi hing an Gebhardt wie eine Klette, so wie du an Christoph. Beide habt ihr nicht gemerkt, in was ihr euch da verrannt habt. Ja, wie die Mutter, so die Tochter. Sag mal, was würdest du eigentlich machen, wenn Henning plötzlich wieder vor der Tür stünde? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ach, tu doch nicht so. Du denkst doch den ganzen Tag an nichts anderes. Nein, das stimmt nicht. Ich habe wirklich andere Probleme. Hallo, ihr zwei. Alles in Ordnung bei euch? Ach, eigentlich schon. Wenn mich Sophie mit ihrem Gejammer nicht so runterziehen würde. Du siehst auch nicht gerade aus wie Lottogewinner. Wer hat dich denn runtergezogen? Ach Gott, wenn ich da anfange aufzuzählen, sitzen wir morgen noch hier. Tja dann, willkommen im Club der Depressiven. Mir ist nicht nach Witzen zumute. Auch nicht, wenn du mich siehst. Nein, zumindest bis jetzt noch nicht. Ich gehe mal kurz in die Küche, okay? Erzähl mal, was ist denn los? Erstmal die Geschichte mit Christoph. Er ist gestern für einige Wochen weggefahren. Angeblich, um Abstand zu gewinnen. Und wohin? In die Schweiz. Ich verstehe ihn einfach nicht. Ich hätte ihm so gerne geholfen. Ich weiß nicht, ich hätte noch mal mit ihm über alles geredet oder so. Aber nein, er fährt lieber weg und frisst seinen Frust alleine in sich rein. Ja, ich kenne das Problem. Ich wollte Arno auch helfen, als es ihm schlecht ging mit der Firma. Und was machte er? Er verkauft die Hälfte der Anteile an einen Strohmann von Clarissa. Ich bitte? Er hat sich von diesem Bert Hofer über den Tisch ziehen lassen. Und nun hat er Clarissa als stille Teilhaberin am Hals. Und jetzt? Das kann man sich ja wohl denken. Wenn Clarissa ihn am Wickel hat Arno nichts mehr zu lachen. Oh Mann. Ich warne dich. Wenn du meine Tochter noch einmal für deine schmutzigen Tricks benutzt, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Über deine blauen Wunder habe ich mich immer am meisten gefreut. Hallo. Oh, euch beide muss ich ja nicht mehr miteinander bekannt machen, oder? Nein. Nein, ich hatte bereits das Vergnügen. Vielleicht komme ich doch später lieber noch mal wieder. Ja? Du bleibst. Wir haben über dringende Geschäfte zu reden. Dann sag bitte deinem Geschäftsfreund, dass er in Zukunft die Finger von meiner Tochter lassen soll. Oh, ich glaube, da liegen Sie ganz falsch. Er ja nicht der erste Mann, bei dem du falsch liegst. Das ist meine Privatsache. Im Gegensatz zu dem schmutzigen Spiel, das Sie mit meiner Tochter getrieben haben. Und der gerichtlichen Überprüfung. Gerichtliche Überprüfung? Sie haben sehr gut verstanden, Herr Anwalt. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Glauben Sie mir, man wird Sie auslachen, falls Sie mich anzeigen werden. Ich habe überhaupt nichts zu befürchten. Es kommt auf einen Versuch an. Finde dich endlich damit ab. Kathi ist für die ganze Geschichte allein verantwortlich. Und sonst niemand. Das siehst du so. Ich wette, das Gericht sieht es ein kleines bisschen anders. Sebastian, nicht. Was ist denn? Tut mir leid, aber ich kann nicht. Wieso denn nicht? Das ist wegen Julia. Julia ist weg und ich bin hier. Ist ja andersrum lieber? Nein. Aber sie könnte jeden Moment zurückkommen und wenn sie dann sieht, dass wir hier... Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel für sie. Na gut, dann eben nicht. Ist ja eh noch früh am Tag. Und wenn wir zu dir gehen? Ich habe meinen Bruder zu besuchen. Ich habe ja nur das eine Zimmer. Fein. Jetzt haben wir 2 Wohnungen, einen freien Tag und können immer noch nicht das machen, worauf wir am meisten Lust haben. Worauf hättest du denn am zweitmeisten Lust? Eigentlich hätte ich nur auf das eine Lust. Also, ich hätte da sogar noch eine Idee.
was wir auch machen können. Fängt mit R an und hört mit Radfahren auf. Oh nein. Sebastian, kannst du nicht mal an was anderes denken als an Radfahren? Nein, Was heißt das? dass wir jetzt eine Radtour machen. Wohin? Das überlasse ich ganz dir. Ich bin der Letzte, der dir seinen Willen aufzwingt. Meine Aussichten sind momentan wirklich nicht so rosig. Keine Wohnung, kein Job. Na komm, so jemand wie du findet doch immer einen Job. Wenn alle Stricke reißen, dann schnalle ich mir eben das Snowboard wieder unter. Ach, und ich soll hier sitzen und warten, bis du wiederkommst? Oder willst du in Düsseldorf eine Snowboardschule aufmachen? Hey, jetzt mach mal halblang, das war ein Witz. Mach dir mal keine Sorgen, ich bleib schon hier. Fragt sich bloß in welcher Wohnung. Wieso bleibst du nicht erstmal hier bei Fiona? So ein Pensionszimmer ist einfach keine richtige Wohnung. Nee, Ich würde im Moment lieber in der Pension wohnen als bei mir zu Hause. ist das mit Sebastian und Nicole wirklich so schlimm? Ja, es ist der volle Albtraum. 3 sind eben immer einer zu viel. Na, sitzt ihr eigentlich gerne auf dem Trockenen? Ich kann's doch mal nicht ab, wenn sich junge Mädchen zu Tode schuften. Also, und ich kann es nicht ab, wenn junge Mädchen stundenlang Trübsal bleiben. Also, was ist? Tja, wenn das so ist, dann bring uns Nummer 2 von den Mädchen ins Öff. Vielleicht bringen uns die ja auch bessere Gedanken. Okay. Wenn das mit den beiden wirklich so schlimm ist, warum bleibst du nicht einfach hier, in der Pension? Dann nur für heute. Ach nee. Nee, ich fahr lieber zurück nach Hause. Vielleicht sind sie ja nicht da, dann kann ich mir einen gemütlichen Abend machen. Vielleicht wäre der Abend aber noch gemütlicher, wenn wir ihn gemeinsam verbringen würden. Es muss ja nicht in der Wohnung sein. Wie wär's mit Kino? Oh ja, ich war ewig nicht im Kino. Na dann, nichts wie los. Ja. Nein. Ach ja. Euer Rotwein? So spät. Wir haben uns anders überlegt. Ja, was Besseres haben wir vor. Ich bin wirklich nicht in Stimmung. Du hast ein Gesicht. Direkt Polaroid-reif. Sehr witzig. Hauptsache, du hast deinen Spaß bei der Geschichte. Was meinst du, was passiert, wenn diese kleine Göre mit ihrer hysterischen Mutter tatsächlich zur Polizei geht? Wegen dieser blöden Nacktfotos, die du gemacht hast? Ja. Du hast doch selbst gesagt, du hast nichts zu befürchten. Was regst dich denn so auf? Es schadet meinem Ruf, wenn mein Name plötzlich in den Akten der Polizei auftaucht. Dann lässt es eben nicht so weit kommen. Und wie, wenn ich fragen darf? Du musst dich wieder mehr um Kathi kümmern. Was soll das denn heißen? Mach ihr klar, dass du sie immer noch liebst. Du musst sie überzeugen, dass eine Aussage zu deinen Gunsten auch in ihrem Interesse liegt. Ich glaube, da werde ich wohl kaum Erfolg haben, so wie Kathi zurzeit auf mich zu sprechen ist. Aber Marc, du weißt doch sonst, was du mit Frauen anstellen musst. Und was bei mir wirkt, wird bei Kathi nicht schief gehen. Siehst du, es geht doch. Du musst nur wollen. Ja, also ich musste mal gehen. Ja, wenn du meinst, ich. Danke, das war ein toller Abend. Fand ich auch. Mir liegt das Popcorn zwar noch immer schwer im Magen, aber sonst. Da hattest du eine super Idee. Gern geschehen. Also ich werde mal losgehen, sonst. Ja, ich meine, wir können uns immer wieder häufiger sehen, wenn du Lust hast. Ja, klar, wenn du willst. Also, ich meine, ich hab nichts dagegen. Klar. Ja, muss ja nicht immer Kino sein. Nein, wir können auch in die Oper gehen. Da gibt's auch kein Popcorn. Oder wir könnten mal wieder einfach gemütlich zusammensitzen und eine Flasche Wein trinken. Muss ja auch nicht immer bei Sophie sein. Tja. Also, dann bis irgendwann. Ja, Jan, wenn wir schon mal, also da sind, ich meine, dann können wir das doch auch jetzt machen. Ich habe noch eine Flasche offen. Das für ein Zufall aber auch. Ja, und deine Mitbewohner? Sind nicht da, sonst hätten wir sie längst gehört. Tja, dann. Was dann? Nichts hier rein in die gute Stube. Ich habe wirklich gedacht, ich sehe nicht richtig, Kathi. Deine Haare sind einfach umwerfend. Ich finde, du siehst irgendwie... Warum hast du mich angerufen? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Das mit Clarissa, das ist nicht so, wie du denkst. Wie denn dann?
Weißt du, das mit Clarissa, das hat nichts mit Liebe zu tun. Wir arbeiten zusammen und da muss man manchmal Dinge machen, die man gar nicht machen möchte. Eigentlich will ich überhaupt nichts von Clarissa. Kathi, du musst mir glauben, es ekelt mich schon, wenn ich sie nur sehe. Das hat aber ganz anders ausgesehen, als du aus ihrem Schlafzimmer gekommen bist. Kathi, du weißt doch selber, manchmal, da muss man so tun, als ob. Verstehst du, ich habe alles nur vorgetäuscht. Hey, du musst mir glauben, das mit Clarissa, das bedeutet mir überhaupt nichts, ja? Was meine Gefühle angeht, Kathi, da gibt es im Moment nur einen Menschen, der mir wirklich etwas bedeutet. Hey, vergiss die Sache mit Clarissa doch einfach. Denk an die Zukunft. An unsere Zukunft. Kathi, sich lieb haben, das heißt auch, sich verzeihen zu können. Gib mir noch eine Chance, komm, bitte. Guten Abend, Arno. Guten Abend, Clarissa. Weißt du, was ich am meisten an dir bewundere? Du kommst immer dann, wenn ich dich am nötigsten brauche. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass ich mich schon den ganzen Abend nach dir gesehnt habe. Von Kopf bis Fuß. Clarissa, es ist wegen deines Angebots. Arno, bitte sag nichts. Alleine, dass du da bist, ist schon Antwort genug. Clarissa, ich glaube... Bitte schweig. Nimm mich einfach in deine Arme. Clarissa, nicht. Was soll es heißen? Es soll heißen, dass ich dein Angebot ablehne. Was? Warum bist du denn überhaupt hier? Um dir genau das zu sagen. Um es dir ins Gesicht zu sagen. Und dafür setzt du deine Existenz aufs Spiel? Tut mir wirklich leid für dich. Aber die Nacht ist ja noch lang. Vielleicht findet sich ein Dummer, der auf deine billige Rotlichtinszenierung hereinfällt. Sebastian, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Wieso denn? Du weißt schon, wegen Julia. Julia. Du weißt doch, wie sie ist. Die schläft bestimmt schon tief und fest. Ich krieg die überhaupt aber wenn nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, wenn wirklich Julia das Problem ist, dann gucken wir jetzt einfach nach, ob sie schon schläft. Das kannst du doch nicht machen. Und ob ich das kann. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich nachts zu Julia ins Zimmer schleiche.